Ja, sehe ich dann immer noch gut? Ja, ich bin ein bisschen weggerutscht, damit ich hier raus kann. Ja. Mein nächster Gast ist da. Niemand weniger als Andreas Köhn von The Sinner and the Saint aus Aachen. Andreas, herzlich willkommen, freue mich. Danke für die Einladung. Obwohl ich mit dir natürlich über ganz andere und schwierige Themen sprechen will. Erstmal vorab, du bist Inhaber von The Sinner and the Saint in Aachen, tätowierst seit? Eine sehr gute Frage. Meine erste Tätowierung habe ich 1991 gemacht, aber 95 habe ich dann professionell losgelegt. 95 hast du professionell losgelegt. Also, ja, aber davor habe ich halt zu Hause tätowiert. Und das Sinner and the Saint gibt es seit 95 dann? Nee, das gibt es tatsächlich seit dem 1. November 1997 gibt es den Laden. Okay. Und du betreibst auch ein Tattoo-Museum. Beschreib mal kurz, was du da so machst, weil das klassische Museum ist es ja so nicht. Ja, es ist in ein Raum in meinem Laden, in dem ich habe halt irgendwann angefangen, Vintage-Tattoo-Sachen zu sammeln, also alte Vorlagen, alte Maschinen und sowas. Das habe ich irgendwann gesammelt und angefangen zu sammeln. Dann habe ich entdeckt, dass man das viel besser sammeln kann, als ich dachte. Und dann wurde es immer mehr und irgendwann hatte ich halt einfach so viel und es tat mir so ein bisschen leid, dass es nur in so Schubladen liegt. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte das auch irgendwie ausstellen. Und dann habe ich halt damit angefangen. Das hat dann so ein paar Veränderungen gegeben über Corona und inzwischen ist es bei mir in meinem Laden direkt neben meinem Arbeitsraum. Also es ist halt ein großer Raum mit so Vitrinen und so, wo dann die Sachen ausgestellt sind. Ist auch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich habe halt eine Zeit lang Führungen gemacht, weil viele von den Ausstellungsstücken ja tatsächlich nur interessant sind, wenn man die Geschichte erklärt. Also so eine Führung, der Raum ist, ich sag mal, keine Ahnung, 20 Quadratmeter groß und die Führung dauert 2,5 Stunden. Und ist das spezifisch eine Zeit oder ein Land oder? Nee, ist nicht wirklich. Es ist alles möglich. Ich interessiere mich jetzt nicht so super für so, ich sag mal, so indigenes Tätowieren, also Maori-Sachen, so ist jetzt nicht so richtig mein Thema. Da habe ich auch nicht wirklich zu viel zu. Grundsätzlich ist es viel so westlich, traditionelles Tätowieren, das heißt USA, England, auch Deutschland viel, dann auch Japan auch. Also du hast gesagt, du hast Führungen gemacht, machst du jetzt nicht mehr? Jetzt gerade aktuell nicht, aber das werde ich jetzt irgendwie Ende des Jahres wieder mit anfangen. Okay, ja. Ich habe ja mal eine mitgemacht, sehr interessant, Leute. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Des Weiteren bist du Inhaber von Köhn Publishing. Du machst Bücher, sehr interessante Bücher, wie ich finde. Aber das sind keine reinen Flashbücher, ne? Also ich mache auch tatsächlich so Referenzbücher, das heißt, es können auch, weiß ich nicht, Linienzeichnungen sein. Also ich mache zum Beispiel, habe ich über 5 Japaner, da haben wir so ein Buch gemacht mit so Linienzeichnungen, ne? Also vom Prinzip her so Stencils, die halt gesammelt haben. Das ist ein reines Referenzmaterial. Dann habe ich aber auch Bücher über einzelne Tätowierer gemacht. Marcus Pacheco zum Beispiel. Marcus Pacheco, aber auch Horikyo, das ist ein japanischer Tätowierer, der inzwischen auch tot ist, der seit den 60ern tätowiert hat. Also über deren Leben und Schaffen. Dann kann es aber auch mal ein Buch sein über, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Vorlagenbuch bekommen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs aus Berlin, von einem Typen, der wahrscheinlich von Kneipe zu Kneipe gezogen ist und von Hand da tätowiert hat. Dessen Vorlagenbuch. Sowas, das wird dann reproduziert und mache ich ein Buch von, weil ich das natürlich spannend finde und dann natürlich auch für die Leute vielleicht interessant ist, weil das natürlich ist über 100 Jahre alt. Ne? Also ja, cool. Die Bücher können super unterschiedliche Themen haben. Es geht da hauptsächlich darum, dass ich das interessant finde oder ich denke, dass es ein Mehrwert für die Leute hat. Ne? Manchmal ist es Referenz, weil einfach cool ist für die Leute, wenn sie eine gute Referenz bekommen. Mit den Japanern ist es zum Beispiel so, dass das sind halt 5 Japaner, super traditionell, stammen aus einer sehr alten Tätowierer-Dynastie. Und es ist natürlich interessant für die Leute, dass denen solche Motive sozusagen zugänglich gemacht werden. Ja, finde ich auch. Ja, last but not least, die Kaiserstadt Convention in Aachen. Für mich einer der besten Convention-Leute, weil auf alles verzichtet wird. Moderation, überlautete Dance, Merchandise. Es geht dann nur um Tätowieren und also von der Atmosphäre habe ich in Europa noch keine bessere Convention mitgemacht als die Aachen Convention.
kein Rumgeschleime ist meine Meinung, ich sage hier nur meine Meinung. Ich habe was munkeln hören. Ja. Es gibt neben der Kaiserstadt Convention vielleicht eine zweite? Ja, wir arbeiten gerade an einer Veranstaltung im Mai nächsten Jahres. Die wird heißen Made in Germany. Das ist nur deutsche Tätowierer? Genau. Oh. Die Idee ist daraus entstanden, dass wir ja vor 2 Jahren nach Corona haben wir ja in Aachen 2 Veranstaltungen gemacht, 2 Kaiserstadt-Veranstaltungen. Mhm. Die erste war wirklich 3 Wochen nach der Eröffnung. Und aufgrund der Reisebeschränkungen und hatten wir deutlich weniger internationale Tätowierer da, sondern mehr deutsche Tätowierer. Und ich muss sagen, da hat mir die Stimmung halt unglaublich gut gefallen, ne? Weil einfach die Leute, man hat schon gemerkt, dass das halt nochmal so eine andere, ja, wie soll ich sagen, andere Zusammenhalt. Du hast ja nicht eine Gruppchenbildung, da sitzen die Amerikaner, da sitzen die, sondern es war wirklich eine sehr tolle Gemeinschaft. Und dann habe ich auch, Deutschland ist halt, du lebst arbeitest in einem Land und damit bist du zum Beispiel deutschen Gesetzen, deutscher Politik ausgesetzt als Tätowierer, deutsche Probleme. Und egal wie international das Tätowieren ist und auch ganz egal wie nah Europa so zusammenrückt, es ist ja immer so, dass es trotzdem, du lebst in einem Land und hast mit den Bedingungen in dem Land zu tun. Und darum war meine Idee, eine Veranstaltung zu machen, wo man sich halt mit den deutschen Tätowieren auseinandersetzt. Auf der Veranstaltung wird es zum Beispiel auch Diskussionsrunden geben, da wird es Seminare geben, aber es wird halt viel Diskussionsrunden geben, wo es halt immer um das Thema Tätowieren in Deutschland geht. Und halt auch die Möglichkeiten, die Probleme, die Zukunft und sowas alles. Und natürlich auch so ein bisschen so eine Leistungsschau des deutschen Tätowierens, weil ich meine, das deutsche Tätowieren muss sich vor keinem Tätowieren auf der Welt in irgendeiner Form verstecken. Nee, denke ich auch nicht. Das heißt, wir haben da sehr viel und es ist vom Prinzip her, unsere Idee ist halt eine Veranstaltung zu machen, die auch so ein bisschen für die Tätowierbranche ist. Also wo man sich auch als Tätowierer auch hinkommen möchte, weil man sich da informieren kann. Dann aber auch für den Besucher halt interessant ist, weil er vielleicht auch mal einen Einblick bekommt, was es in Deutschland noch so gibt. Ach, nicht, dass ich alter Sack da noch einen Stand habe und dann auch nochmal auf einer Convention arbeite. Schauen wir mal. Kommen wir mal zu den etwas schwierigeren Themen, wofür ich dich ja auch eingeladen habe. Es ist nicht so gut bestellt um die Tattoo-Szene, weder national noch international. Woran liegt es deiner Meinung nach? Was sind die Gründe? Weil es sind ja mit Sicherheit mehrere Faktoren, nicht nur einer. Ja, also es ist natürlich die Frage, also ich sag mal, das Tätowieren war ja nie besser als heute. Also ich meine, rein künstlerisch gesehen war das Tätowieren noch nie auf so einem hohen Stand wie heute. Es gibt Dinge, die am Tätowieren, glaube ich, noch nie so gut waren wie heute. Und es gibt unglaublich viele Sachen, die noch nie so scheiße waren wie heute. Okay, aber geh mal mehr ins Detail. Ich denke, das Tätowieren verändert sich dadurch, dass das geht ja auch in Zyklen, das weißt du selber noch. Es gibt Zeiten, da wird viel tätowiert, es gibt Zeiten, da wird wenig tätowiert. Und jetzt ist es halt einfach auch, finde ich, so, dass halt junge Leute, also ich sag mal so die Anfang 20-Jährigen, oft kein Interesse mehr haben an vielen Tätowierungen. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel die ganzen Arme voll haben, so der mit 30 bis 40-Jährige, der sich halt im Endeffekt seine schwarz-grauen Sleeves hat machen lassen, weil alle das hatten. Das war ja so die Hochphase, weil einfach jeder stark tätowiert sein wollte. Weil es aber auch im Endeffekt ein Mainstream-Ding war. Ne? Es hat halt vom Prinzip her ja, jeder wollte tätowiert sein, weil auch alle tätowiert waren. So, jetzt kommen die 20-Jährigen und deren Eltern sind natürlich so Leute wie wir. Und dann gucken die sich ihre Eltern an und denken so, boah, Alter, mein Vater hört Punkrock und ist von oben bis unten tätowiert. Also möchte ich nicht Punkrock hören und ich möchte auch nicht tätowiert sein. Mhm. Und das sieht man ja, die jungen Leute kriegen so 2 Euro große Feinlein-Tätowierungen. So, und wenn du natürlich jemanden hast, der 2 Sleeves hat, Black and Grey Sleeves hat oder 5 winzige Feinlein-Tätowierungen hat, da kann man sich ja ausrechnen, was das für Folgen für das Tätowieren hat. Das ist ein Unterschied von ein paar tausend Euro. Und ich glaube, ganz ehrlich gestanden, dass es einfach viel damit zu tun hat. Tätowieren ist übersättigt. Das heißt, wir haben viel zu viele Tätowierer. Und dann wird halt die Kundschaft weniger. Wirtschaftlich ist sicherlich auch nicht die einfachste Zeit. Ne? Ich meine, die Leute haben auch weniger Geld. Ja. Ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich gestanden, das hat viel damit zu tun, dass eine neue Generation von Kunden
kommt, die gar nicht so stark tätowiert sein will. Ne? Also meinst du, die kleinen Feinlein-Dinger waren die früher die Sleeves gekriegt haben, oder meinst du nicht, dass die sind, die eigentlich gar keine Tätowierung haben? Wenn du heute mit 21 zum Tätowierer gehst und sagst, mach mir irgendwie die Arme voll, womit auch immer, dann bist du wieder ein Außenseiter. Genauso wie früher die Leute, die die Arme voll hatten, Außenseiter waren. Okay. Der Durchschnitt, ich glaube, dass der durchschnittliche 20-Jährige keinen Bock hat, von oben bis unten tätowiert zu sein. Der durchschnittliche. Das heißt, wir gehen wieder zu einem Punkt, also ist meine Einschätzung, zu einem Punkt zurück, wo Tätowierte halt wieder so ein bisschen die Freaks werden. Ne, weil wollen wir ehrlich sagen, so die Leute, die die ganzen Arme voll haben und so, die haben sich ja nicht tätowieren lassen, weil sie in irgendeiner Form subkulturell unterwegs sind oder das als irgendwie ein Ausbruch aus der Gesellschaft gesehen haben. Ne, ich meine, wenn jede zweite Reklame jemand von oben bis unten tätowiert ist, dann hat das ja nichts mehr mit Außenseiter da zu tun. So, heutzutage nicht. Ne? Ja, und ich meine, das sind halt, ne, ich meine, keine Ahnung, hast du die Musik deiner Eltern gehört? Nee. So. Ne? Ja. Es gibt natürlich immer die Leute, die halt, ich sag mal, ich habe auch Kunden, deren Kinder ich tätowiere und die auch coole Sachen bekommen. Aber das ist ja immer nur ein kleiner Teil. Normalerweise musst du dich ja an der Generation deiner Eltern reiben und die Generation deiner Eltern sind halt wir. Okay. So, das heißt, du möchtest auch nicht diesen peinlichen Punkrock hören und du möchtest auch nicht von oben bis unten tätowiert sein. Ne? Ja, gut. Gute Einschätzung. Ja, ey, ich sehe das immer wieder. Ich tätowiere manchmal die Kinder von meinen alten Kunden und die sagen gerade. Ja, und die sagen dann, Papa, du bist peinlich, ne, wenn der von oben bis unten tätowiert ist. Ne? Das finden die so, ne? Die sagen dann, nee, ich möchte nicht, dass du mich zur Schule bringst, weil du von oben bis unten tätowiert bist. Es ist ja nicht böse, es ist ja einfach ein normaler Generationskonflikt. Und ich sehe da auch, also es wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ich meine, ich habe ja auch nicht die Musik gehört, die mein Vater gehört hat. Das gehört einfach dazu. Und das ist natürlich so, und es ist ja einfach so, ne? So die Jugendlichen wollen sich vielleicht auch nicht mehr so stark tätowieren lassen. Und es macht halt einen Unterschied, ob es 5 Feinlein-Tätowierungen sind, die so groß sind wie 2-Euro-Stück oder 2 Sleeves und dann vielleicht auch noch der ganze Hals und natürlich ein Backpiece. Das ist natürlich, was sind da? Tausende von Euros weniger, die da, ich sag mal, in die Kassen gehen. Und dann hast du natürlich auch eine vollkommene Übersättigung mit Tätowierern. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja? Auch ein großes Problem, ne? Ja, aber die werden ja auch gar nicht mehr ausgebildet. Die kriegen ja alles um Silbertablett präsentiert. Ne? Ja, natürlich, klar. Aber ich habe heute noch oder gestern noch tatsächlich, hatte mir jemand so bei Instagram die Frage gestellt und was ich halt denke, ist, die Skills werden halt andere. Ne? Wir mussten Nadeln löten und wir haben 5 Jahre gebraucht, bevor wir eine ordentliche Linie ziehen konnten. Was die machen können, die müssen halt mit Social Media umgehen, weil da haben sie auch nichts zu tun. Weißt du, ich sag mal blöd gesagt, wenn du hast deinen Laden aufgemacht, dann hast du ein paar Leute tätowiert, dann kamen deren Freunde. Und wenn man ehrlich ist, und das gilt für dich genauso wie für mich, wir haben halt immer noch Kundschaft. Aus der alten Zeit. Genau, halt so. Und das war eine andere Art von Kundenwerbung oder wie auch immer so. Und jetzt muss halt ein Tätowierer, der heute jetzt jung ist, der muss halt ganz anders umgehen. Der muss ja dessen Skillsets sind nicht Nadellöten, sondern dessen Skillsets sind halt TikTok und Instagram. Da hast du mir eine super Brücke zu meiner nächsten Frage geschlagen. Ne? Haben wir älteren Hasen, und ich sage bewusst Hasen, natürlich, das Recht, den Jüngeren den Vorwurf zu machen, dass die nicht mehr wissen, wie man Nadel lötet oder einen Jack Rudy kennt? Ja, ich sag mal so, es ist natürlich, da wird ja jede Generation von Tätowierern der einen den anderen einen Vorwurf machen. Es ist, ich sag mal so, ne, ich als jemand, der sich für alles interessiert und gerne halt auch ein tiefergehendes Wissen hat, finde ich es halt komisch, dass man sich nicht dafür interessiert. Weil ich denke, das sind alles Sachen, die man wissen könnte und auch vielleicht wissen sollte. Und ich habe auch festgestellt, dass das wirklich die Leute auch tatsächlich, die Leute auch weiterbringt. Also ich habe ja so Seminare gegeben, wo ich den Leuten gezeigt habe, wie man Farben mischt, wie man Nadeln lötet und sowas alles. Gerade natürlich jüngeren Tätowierern. Und keiner von denen lötet jetzt wahrscheinlich seine Nadeln selber. Aber die haben natürlich durch das Nadellöten verstanden, warum eine Nadel so aussieht, wie sie aussieht. Die haben auch verstanden, wo das Potenzial bei einer Nadel ist, was man damit machen kann, warum man das macht und das macht. Das ist natürlich ein ganz anderes, tieferes Wissen, was du haben kannst, was dich vielleicht jetzt in dem Moment nicht weiterbringt, aber es hilft dir vielleicht für gewisse Sachen. Du wirst vielleicht für manche Dinge eine andere Verständnis finden und vielleicht auch ein bisschen Durchblick. Also ich glaube, Wissen hat noch keinem geschadet.
Das Problem ist natürlich, dass du es nicht wirklich brauchst. Ne? Ich meine, ne, du weißt selber, ich meine, du bist Supplier, du weißt selber, was es heißt. Ne, es ist natürlich alles sehr, sehr schön gemacht worden. Und es fängt ja schon damit an, dass du, wenn du heutzutage Vaseline benutzt, dass manche junge Tätowierer dich komisch angucken, weil die denken, warum benutzt der Vaseline und kein Tattoo-Butter. Ne, so, also es ist ja, du kannst es ja ins Unermessliche, ne, so, ich glaube, wenn man manchmal einem jungen Tätowierer von heute zeigen würden, wie wir vor 25 Jahren tätowiert haben, die würden umfallen, Ja, weil die natürlich. denken würden, wir wären alles irgendwelche Küchenmagier. Ne? Also es ist ja, das ist schwierig. Ne? Also ich finde, man kann es wissen. Aber die wollen das ja heute auch nicht mehr hören, dass wir Nee. 5 Jahre gebraucht haben, um eine saubere Linie zu Ja, ziehen ja. mit dem damaligen Equipment. Ja, und das ist ja auch, ich meine, ich sage ja, die haben ja auch ihre eigenen Probleme. Ne? Also ich Mhm. sag mal so, ich glaube zum Beispiel, wollen wir ehrlich sein, also manch junger Tätowierer hat größere Probleme, Kundschaft zu finden als wir. Ja. Ne? Das Ja, heißt, ist auch wieder der Überfluss. die müssen halt einfach wissen, wann sie ihre TikTok-Videos posten, und die müssen wissen, welche Videos welche Länge haben müssen, damit sie am besten Resonanz bekommen. Da müssen wir uns tatsächlich nicht so große Gedanken machen. Ne? Ich poste auch schon mal was um 5 Uhr morgens, ne? Weil es mir egal ist. Weil es mir aber auch egal sein kann. Genau. Weil ich Kundschaft habe. Aber für einen jungen Tätowierer, der muss wirklich vielleicht darüber nachdenken, ob er das um 5 Uhr morgens postet oder um 16 Uhr, weil 16 Uhr ist die Primetime, damit sein Post mit seinen Wanna-Dos die meiste Aufmerksamkeit bekommt, weil er sonst nicht weiß, wie er seinen Termin übermorgen vollkriegt. Deshalb, ich sage so, ich glaube nicht, dass es ein junger Tätowierer heutzutage einfacher hat. Was aber das Wissen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja Stile, die einfach zum Beispiel, die einfach keine Historie haben, die keine Geschichte haben. So, und da kann man natürlich sagen, was interessiert mich Jack Rudy, was interessiert mich Ed Hardy? Ich mache ja was ganz anderes. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich cooler, das zu wissen, weil es ist natürlich manchmal einfach so eine Sache, du kriegst ja auch ein anderes Verständnis dafür, ne? Und vielleicht hast du auch einmal auch einen anderen Blick da drauf. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Feinline tätowieren, Single Needle tätowieren, wo über die ganze Welt redet, und im Endeffekt gab's ja alles schon mal vor gab's ja alles Zeit, schon mal, und das Witzige daran ist, der Typ, der es, ich sag mal, erfunden hat, einer von den Leuten, der die Single Needle erfunden hat, der lebt immer noch und der tätowiert immer noch, Jack Rudy. So, und da denke ich mir so, da sollte man vielleicht auch mal, könnte man auch wissen, wenn man Single Needle Tätowierung macht, weil man dann vielleicht auch sogar versteht, dann würde man nicht verstehen, warum es eine Single Needle gibt. Und man würde auch zum Beispiel gewisse Dinge verstehen, ne? Zum Beispiel, blöd gesagt, dass eine Single Needle nicht dazu da ist, um eine besonders dünne Linie zu machen. Das war ja nie deren Intention. Nee. Ne? Sondern, ne, es ging nie darum, dass die Linie besonders dünn ist, sondern es war einfach ein gewisser Look, den eine Single Needle macht. Jetzt höre ich schon viele wie, nicht? Ja. Und das sind ja so Sachen alles, und das kann man wissen. Das muss man nicht wissen, aber man kann es wissen, und es ist natürlich, also ich habe festgestellt, dass so Dinge für mich immer, das gibt dir ein tieferes Verständnis für das, was du tust. Ne? Ich sage immer, ich vergleiche es mal mit Musik. Du hörst ein Lied und denkst, oh, das ist ein toller Song. Dann liest du den Text und dann denkst du, wow, der Text ist ja auch richtig geil. Und dann liest du über den Künstler und weißt, dass der Künstler, keine Ahnung, dies oder jenes durchgemacht hat. Und da der Song kriegt ja mit allem Wissen, kriegt der Song ja eine andere Tiefe. Du kannst ein Lied hören, du kannst den Text kennen, dann kannst du was über den Dings, und dann fließt du vielleicht noch in irgendeinem Musikerblatt, dass die Basslinie von der und der Band entliehen ist und der Sound von dem Bass das und das. Das ändert nichts an dem Lied, aber es ändert was von deinem Verständnis. Und so ist es mit dem Tätowieren auch. Du kannst Dinge auf einer anderen Ebene verstehen. Und das gibt dem Ganzen eine Tiefe, die manchmal einfach schön ist. Ne? Ja, also können wir uns den Vorwurf, dass sie heute alles auf dem Silbertablett präsentiert kriegen, nicht erlauben, nur weil wir Jahrzehnte für das Erlernen der Technik, weil sie können ja eigentlich nichts dafür. Also du kannst den Vorwurf machen, wenn man, es gibt so eine, ich sag mal, so eine Haltung der Ignoranz, die natürlich dann immer gerne so mit diesem, ja, die alten weißen Männer, die halt irgendwie, keine Ahnung, Gatekeeper, die ganzen Geheimnisse für sich behalten und sowas. Und daraus entsteht so eine Ignoranz, dass man sagt, ich will es auch gar nicht wissen,
weil es mich ja auch nicht betrifft. Ich kann ja trotzdem tätowieren, ich kann sogar gut tätowieren. Ich meine, du weißt früher, wenn dir keiner gezeigt hat, wie man Nadeln lötet, hast du nicht tätowiert. Natürlich. Du hast halt einfach nicht tätowieren können. Das heißt, du musstest jemand finden, der es gezeigt hat. Heute ist es so, dass du es nicht missen musst. Und aus dieser Ignoranz, die kann man ja verstecken und so tun, als wäre man nicht so. Oder man kann halt, und das ist ein großes Problem, was ich bei manchen Generationen sehe, die sagen halt, ey, ich scheiß halt drauf. Ich bin halt ignorant. Ich habe halt keinen Bock. Ne? Ich scheiß halt auf alles. Und das finde ich doof. Und das, ne, da sehe ich halt auch einen Verlust an Kultur. Das ist halt im Endeffekt genauso wie manche junge Leute einfach keinen Bock haben, was über Geschichte zu lernen. Ne? So. Ja. Und dann tatsächlich vielleicht gar nicht wissen, was passiert und dann halt auch kein Verständnis für diese Welt haben, ne? Weil sie vielleicht auch, ne? Und so ist es ja im Tätowieren genauso. Das ist der tollste Beruf der Welt und du kannst davon ganz, ganz viel verstehen und ganz, ganz viel erfahren. Ne? Du kannst ja, keine Ahnung. Ja, aber deswegen sitzen wir ja auch hier, weil ich ja so ein bisschen Angst habe, dass dieser Beruf so ein bisschen verhobbyt wird und nicht mehr so mit Ernsthaftigkeit betrieben wird, wie wir es noch gemacht haben. Ja, natürlich, klar. Also ich bin da voll bei dir. Ne? Und das ist natürlich auch so. Ich glaube, also für mich ist es so eine Sache. Ich glaube, was der Weg da raus ist, einfach, indem man nicht den Leuten einen Vorwurf macht, sondern indem man den Leuten zeigt, was für ein Potenzial das Tätowieren hat auf verschiedenen Ebenen. Und einfach, ne, so, das ist der Grund, warum ich dieses Museum habe und das ist der Grund, warum ich die Tattoo Convention, die Kaiserstadt so mache, wie ich sie mache und die Bücher mache. Weil ich einfach glaube, dass wenn du begreifst, dass Tätowieren eine Kultur ist mit einer Geschichte und mit einer viel tiefer gehenden, also eine tiefer gehende Kultur ist, das ist ja ein Mehrwert, den du bekommst. Ja. Ne? So, das ist wie früher mit Subkultur. Ne? So, dass man hat halt einfach ein anderes Verständnis für das, was man da tut oder vielleicht auch selbst für nicht den Tätowierer, aber selbst für denjenigen, der sich tätowieren lässt. Ne? Also ich habe das manchmal so, ich hatte auch schon mal einfach Kunden von mir in der Führung. Und es ist krass zu sehen, wie selbst die ja nur Tattoos sammeln, aber die halt Tattoos sammeln, trotzdem auch ein anderes Verständnis haben und begreifen, dass auch sie Teil einer Kultur sind. Du bist ja auch als jemand, der sich tätowieren lässt, Teil einer Kultur. Und das ist ja auch schön. Und da ist ja auch so ein Verständnis dafür, was du mehr hast als nur, ich habe ein paar Bilder auf der Haut. Du kannst auf einmal verstehen, dass das Design, was du da hast, ne, so vielleicht einfach ein altes Design ist, wo das herkommt, ne, so zu begreifen. Ne, du sagst dir, ne, so, keine Ahnung, ey, beste Beispiel, der Schwarze Panther zum Beispiel, den man kennt, der so hoch ist, aus dem Kinderbuch von 1930. So, den haben Tausende von Menschen tätowiert. Wenn du aber dann auf einmal kapierst, wo der herkommt und auch kapierst, dass Tattoo-Designs nicht immer da waren, sondern irgendwann gekommen sind, dass das was mit Geschichte zu tun hat und. Das ist ja auch ein cooles und interessantes Ding, was man auch mitnehmen kann. Ne? Ohne Zweifel und finde ich auch riesig.